Ich glaube, ich habe jetzt ganz, ganz viele rauchende Köpfe gesehen. Ich komme gerade aus dem Channeling mit Saint-Germain in Bezug auf die Masterklasse und da ging es um Zeitlinien und Parallelwelten und den Zugang dazu und wow, genau. Also mein Hirn ist jetzt auch ein bisschen gut gar gekocht, glaube ich, und damit geht's mir nicht nur mir so, da ging es ganz, ganz vielen so, die da mitgewirkt haben. Meinen herzlichen Dank an euch alle. Und dir, schöne Seele, möchte ich jetzt auch gerne da ein bisschen was mitgeben, einen Einblick in dieses sehr spannende Channeling, das wirklich viel zum Nachdenken anregt. Und das Spannende war nämlich auch, dass Saint-Germain uns genau das auch rät. Denk nach, ergründe, forsche, sei neugierig und vor allem geh mit Leichtigkeit ran. Also dieses große Thema Parallelwelten, Zeitlinien, gab's Atlantis im Sinne von gibt's immer noch und wie kann ich davon profitieren und so weiter. Jetzt auf meiner Webseite, aber vorerst hier mal ein Einblick für dich. Liebe Grüße. Und dann wollen wir doch den Saint-Germain mal vorbei rufen. Soll er sich doch mal bitte kurz einlinken und mit uns ein Intro gestalten. Ich lade dich also ein. Unseren geistigen Freund zu empfangen. Bin gespannt. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für eine Freude bedeutet es mir, diesen Moment mit dir zu teilen. Ich bin Saint-Germain und mit mir ist Lilith und wahrlich viele mehr. Wären wir tatsächlich in einem physischen Raum, es würde eng jetzt die nächste Zeit, denn es gesellen sich ganz viele Ebenen und Gefährten aus diesen Ebenen zu uns, daher Gott sei Dank ist eine geistige Verbindung da und daraus auch ganz viel Raum entstehend. Und über Zeit und Raum und parallele Ebenen wollen wir uns heute unterhalten. Da gibt's nur einen klitzekleinen Knackpunkt. Egal wie viel wir darüber reden, erschließen wird es sich deinem Verstand immer nur zum Teil. Wenn du dich aber beginnst, über dein Gefühl an deine wahre Größe zu erinnern, dann sprengst du mit der Zeit jegliche Grenzen deines physischen Daseins. Gehst über diese Zeit und diese Ebene, diesen Raum hinweg und erfährst dich in deiner vollen Existenz. Und dann sind andere Zeitlinien, parallele Welten und Ebenen, andere Universen, eben kein Fragezeichen, auch kein Ausrufezeichen, sondern sind. Nicht mehr und nicht weniger. Und es wird dir eine Freude sein, in diese einzutauchen und trotzdem ganz bei dir zu bleiben, deine Vielschichtigkeit zu erfahren. Also das grundlegende Informationswissen, das du heute mitbekommst, ist auf der einen Seite Nahrung für deinen Verstand, aber weit wesentlicher zu erfassen über dein Unterbewusstsein, über dein Gefühl, verbunden mit dem, was wir auch geistiges Erinnerungsvermögen nennen wollen. Mitgeben vorerst möchte ich einmal klar, alle die Ebenen, die du als vergangene Leben bezeichnest, an die du dich zum Teil erinnern kannst, oder die in traumatischen Erlebnissen wieder wach werden, könntest du eben auch als andere Zeitlinien oder eben parallele Ebenen bezeichnen. Denn alles ist gleichzeitig existent. Diese Idee einer
Linie von einer Zeit, in welcher es einen Anfang und ein Ende gibt und somit eine Geburt und einen Tod und dann nichts mehr. Ist eine spannende Idee. Eine Idee, aus der sich ganz viel kreieren lässt. Aber aus jeder Idee und ihrer nächsten Kreation entsteht eben bereits die nächste Frequenz, die nächste Möglichkeit, die genauso existent ist und den Lauf ihrer Dinge aufnimmt. Es ist vielschichtig, das Universum. Unendlich. Und deswegen sind die Möglichkeiten, dich selbst zu erfahren und diverse Ebenen zu ergründen, auf jeden Fall so viele Leben wert. Lass uns ein kleines Experiment machen und schließe einmal kurz deine Augen. Atme bewusst und tief ein und nimm Kontakt auf mit der Gegenwart deines Körpers, diesem wunderbaren Anker in diesem Zeitgeflecht. Einfach wahrnehmen, ohne zu bewerten, nur da sein und seine Gegenwart spüren. Vielleicht ein Pochen in den Händen, ein bisschen bewegen mit den Füßen und atmen. Und jetzt lass deine Gedanken ziehen in die Vergangenheit. Egal wohin. Vor ein paar wenigen Stunden bis hin vor einigen Jahrzehnten. Und mit jeder Erinnerung, die du berührst, fühle sehr genau in deinen Körper hinein, was in dir resoniert, wo. Über dieses Gefühl in deinem Körper fühlst du die Resonanz zu dieser Zeit. Du nennst es Vergangenheit. Und in diesem Moment, als dieses eindrückliche Erlebnis geschehen ist, haben sich unzählige Möglichkeiten entwickelt, wie das für dich weitergehen könnte. Jeder Gedanke, der dir in diesem Moment durch deinen unbeschreiblich wunderbaren äußeren physischen Kopf und deine Gedanken gesaust sind, all diese Möglichkeiten sind. Wenn du dich also erinnerst, über das Gefühl, über den Duft vielleicht sogar, und dich vielleicht erinnern kannst, was du alles gedacht hast, was alles für Möglichkeiten wären, dann siehst du, wie viel Zeitlinien und Möglichkeiten von diesem Moment ausgegangen sind.